Hey, du bist ja schon zurück. Ich hätte schwören können, dass Rebecca dich die ganze Nacht beschlagnahmt. Und, habt ihr was gefunden? Ein Stoff für dein Kleid. Ja, sehr schön. Entschuldige, ich bin ein bisschen müde. Du hast doch schon den ganzen Nachmittag geschlafen. Ja, wer weiß, vielleicht deshalb oder ich brüte irgendwas aus, keine Ahnung. Okay, ich vermute mal, du hast mit Dana gesprochen. Worüber? Über die Neuigkeiten? Was denn für Neuigkeiten? Dana und Hagen wollen nach Prag fahren. Ja, und? Es ist doch in Ordnung für dich, dass die beiden zusammen sind, oder? Ja, natürlich. Und was würdest du sagen, wenn Dana von Hagen ein Kind bekommt? Oh, kannst du dieses Thema bitte lassen? Dann ist es also doch noch nicht vorbei. Ich will nur einfach nicht drüber reden, okay? Klar. Marlene. Hey, ist alles in Ordnung? Wie konnte sie mir das nur antun? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt so ein großer Schock für dich ist. Hey, guten Morgen. Kommt ihr auch zum Frühstück? Marlene? Was soll das? Was denn? Das? Willst du mich manipulieren, damit ich mich anders entscheide, oder was? Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe keine Ahnung, von wem das ist. Von mir jedenfalls nicht. Jetzt komm schon, du warst gestern doch schon so komisch. Dabei hast du überhaupt keine Ahnung, wie ich mich fühle. Also ich kann doch trotzdem eine Meinung zu dem Thema haben. Aber wenn es dich beruhigt, ich rede dir nicht mehr rein. Kann mir mal jemand sagen, was hier eigentlich los ist? Du tust gerade so, als ob du schwanger wärst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Schwanger von Alexander. Du weißt es seit gestern, oder? Erst habe ich einen Test gemacht und dann war ich bei der Gynäkologin und die hat auch bestätigt, dass... Meine Therapeutin hat doch gesagt, dass ich mich wieder mehr auf meinen Körper konzentrieren soll. Dass ich mir bewusst machen soll, dass ich die alleinige Kontrolle habe. Ich will die Kontrolle zurück. Verstehst du? Du willst das Kind nicht bekommen. Nach dem Prozess habe ich so gehofft, dass endlich alles vorbei ist. Ich will, dass es endlich vorbei ist, Tristan. Den Termin für die Beratung, den habe ich auch schon gemacht. Ich kann ja verstehen, dass du zu so einem Termin lieber mit einer Frau gehst, aber warum bist du nicht zu mir gekommen, Marlene? Hast du geglaubt, ich würde dir da reinreden? Ich kann doch verstehen, dass du auf keinen Fall ein Kind von Alexander zur Welt bringen willst. Du bist dir gar nicht sicher, dass das von ihm ist, oder? Deswegen hast du nichts gesagt. Weil das Kind genauso gut von mir sein könnte. Findest du es nicht ein bisschen weltfremd, jetzt noch einen Geschäftstermin einzutragen? Deine Bedenkzeit läuft heute ab. Mein Gedächtnis funktioniert ausgezeichnet. Entschuldigung, haben Sie eine Minute? Was gibt's denn? Ich habe noch mal über den Namen für meine Bademodenkollektion nachgedacht. Wet Fantasy. Tut mir leid, also das passt einfach nicht. Natürlich nicht. Der Name bleibt. Wer hat denn hier jetzt was zu sagen? Sie beide sind doch gleichberechtigt, oder etwa nicht? Sehe ich aus wie eine Angestellte?
Leider hat die Presse schon über den Namen berichtet. Und was ist mit dem Handlungsspielraum, den Sie mir zugesichert haben? Im kreativen Bereich, nicht was das Marketing angeht. Clarissa, warum unterschreibst du den Übernahmevertrag nicht direkt? Dann hast du es hinter dir. Den unterschreibe ich erst in allerletzter Sekunde. Okay, wenn du dich dann besser fühlst? Viel besser. Hat sich angefühlt, als hätte er zur Musik getanzt. Ganz schön wild. Das kann er nur von dir haben. Vielleicht bekommen wir auch ein Mädchen. Wieder einer von diesen Träumen. Alles in Ordnung? War ja nur ein Traum. Es kann so nicht weitergehen. Es macht dich doch völlig fertig. Dann verstehst du also, wieso ich diese Schwangerschaft abbrechen möchte? Es könnte sein, dass das Kind von mir ist. Du hast doch immer gesagt, dass du keine Kinder willst. Ich weiß auch, dass ich das immer gesagt habe, aber jetzt, wo du schwanger bist, vielleicht ist es ja ein Zeichen dafür, dass wir beide die Chance haben auf ein ganz neues Leben. Tristan, du willst glauben, dass dieses Kind von dir ist, weil es dann ein Happy End für uns beide geben würde. Aber das Leben ist kein Musical. Es gibt die Möglichkeit, einen pränatalen Vaterschaftstest zu machen. Mir läuft aber die Zeit davon. Mir bleiben doch nur noch ein paar Tage für den Abbruch. Ich bin mir sicher, dass man das Ganze irgendwie beschleunigen kann. Nach allem, was mir in den letzten Monaten passiert ist, kann ich mich jetzt nicht auf eine Schwangerschaft einlassen und mich schon gar nicht auf ein Baby freuen. Glaubst du nicht, dass sich das ändern würde, wenn du wüsstest, wer der Vater ist? Momentan nicht. Ich werde dir keinen Vorwurf machen, egal was du tust. Aber bevor du dich entscheidest, gib uns beiden und dem Baby eine Chance. Der Termin ist heute Nachmittag. Dann hast du wenigstens Gewissheit. Ja, so ganz überzeugt wirkst du nicht. Tristan wäre bestimmt ein wunderbarer Vater. Sag mal, was genau ist während meiner Abwesenheit mit meinem Bruder passiert? Waren da Aliens im Spiel? Hinter seiner zynischen Fassade ist Tristan der liebevollste und barmherzigste Mensch, den ich kenne. Und er liebt dich. Ja. Aber Ich spüre nichts. das kommt vielleicht noch. Woher weiß ich das denn? Und selbst wenn dieser Test ergeben würde, dass Tristan der Vater ist, wer sagt mir, dass diese Gefühle dann plötzlich da sind? Lass dich von niemandem unter Druck setzen. Jeder glaubt zu wissen, wie eine Frau sich fühlen muss, wenn sie schwanger ist. Dabei gibt es bestimmt viele werdende Mütter, die Angst haben oder unsicher sind. Aber keiner redet darüber. Ja, bei keinem anderen Thema wird so viel beschönigt und gelogen. Du hast dein Trauma noch nicht mal verarbeitet. Gib dir mehr Zeit. Ich habe keine Zeit. Rebecca, für den Schwangerschaftsabbruch gibt es eine Frist und die läuft aus. Wenn ich doch nur irgendetwas fühlen würde. Naja, wenigstens kennst du den potenziellen Vater. Wie bitte? Tristan oder dieser Dreckskerl. Stimmt, hätte auch schlimmer kommen können. Zum Beispiel, wenn ich von der ganzen Fußballmannschaft vergewaltigt worden wäre. Was, der Torwart oder doch einer aus dem Mittelfeld? Oder der kleine, freche Stürmer? Es tut mir leid, ich war abgelenkt.
Kannst du es dir vorstellen? Ein Baby mit Tristan? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber bei euch ist alles in Ordnung, oder? Du hast doch 2 Kinder. Und du liebst sie. So sehr, dass es mir manchmal Angst macht. War das denn von Anfang an so? Hast du diese intensive Bindung schon während der Schwangerschaft gespürt? Bei Emma schon. Auch weil Sebastian sich so gefreut hat. Und bei Hannes? Ich wollte ihn nicht. Auch wenn ich es mir heute nicht mehr vorstellen kann. Ansgar hat mich damals gezwungen, ihn auszutragen. Ach, ich erspare dir die Einzelheiten. Aber weißt du, als er dann in meinen Armen lag, da war alles sofort vergessen. Jeder Zweifel und meine ganze Wut auf Ansgar. Das finde ich ganz gut. Ja? Ja. Lassen Sie uns eine kurze Pause machen, Anna. In Ordnung. 10 Minuten hier? Gut, gerne. Ich will dich nicht lange aufhalten. Ich wollte dich nur was fragen. Marlene und ich, wir haben uns unterhalten und ich habe sie überzeugt, einen Vaterschaftstest zu machen. Ja, ich weiß. Naja, ich dachte, vielleicht ist das jetzt gerade genau das Richtige für uns und wir gründen eine Familie. Und was genau ist jetzt die Frage? Du wartest jetzt erstmal das Testergebnis ab. Und wenn das Baby von Tristan ist, dann werden deine Hormone den Rest von selber erledigen. Entschuldigung. Ist das Sebastian? Sebastian, was gibt's? Was heißt hier, was gibt's? Ich mache mir Sorgen, Tanja, verstehst du das nicht? Um dich und um Emma. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Emma und mir geht's bestens. Ihr habt euch doch in letzter Zeit öfter unterhalten. Wie siehst du die ganze Sache denn? Dass du Marlene mit deinen Hoffnungen nicht überfordern darfst. Wieso, hat sie irgendwas gesagt? Das muss sie gar nicht. Ich sehe doch, wie du dich in den Traum vom Familienidyll reinsteigerst. Tu euch beiden den Gefallen und schalt einen Gang runter. Okay? Sebastian, du hast keine kleine Hausfrau geheiratet. Natürlich verteidige ich mich gegen Clarissa. Aber vor allem verteidige ich unsere Familie. Clarissa will nur ein paar Dinge zurückhaben, die du ihr weggenommen hast. Zum Beispiel ihre Firma. Es ist nicht mehr ihre Firma. Sie war tot. Sag mal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf unserer. Komisch, ich sehe dich gar nicht. Weißt du was? Bleib einfach in Neuseeland. Emma und ich kommen ganz gut ohne dich klar. Emma! Pass doch auf! Ist okay. Diese kleinen Scheißer mit ihren Fahrrädern, ich würde sie am liebsten anzeigen. Soll ich sie vielleicht mal einen Moment nehmen? Nein! Ach Mensch, wie konnte denn das passieren? Ich hätte besser aufpassen müssen. Ja, wahrscheinlich haben sich die Bremsen irgendwie gelockert. Das war ein blöder Zufall. Weißt du, wer schuld ist? Clarissa. Wegen ihr habe ich mich mit Sebastian gestritten und nicht gesehen, dass der Wagen weggerollt ist. Mach dich bitte selber nicht so fertig. Es ist ja nichts passiert, okay? Ich habe meine Tochter in Gefahr gebracht. Das ist passiert. Aber guck mal, sie wird doch schon wieder ganz ruhig. Die hat gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Weißt du, mit Sebastian und mir war alles perfekt. Er wollte nicht, dass ich mich für ihn ändere. Er hat mich einfach so geliebt, wie ich bin. Und das tut er immer noch. Alles, was er wollte, war eine kleine Auszeit. Und du hast selbst gesagt, dass es nicht gut ist, wenn man in einer Beziehung die ganze Zeit aufeinander hockt. Wenn es einmal anfängt zu kriseln, hört es nicht mehr auf. Und wer ist schuld, Clarissa? Glaubst du das wirklich, oder? Bevor sie von den Toten aufgestanden ist, war meine kleine Welt perfekt. Linie LCL lief und meine Ehe mit Sebastian war fast peinlich glücklich. Tanja, diese Frau ist nicht der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens. Im Augenblick schon. Hör auf damit, bitte, bevor es wirklich zu spät ist. Sie glauben gar nicht, wie froh ich über die moderne Medizin bin. Ach ja? Naja, die meisten Männer sind wahrscheinlich froh, wenn sie nach dem Test vom Haken sind, aber bei mir ist das anders. Ich
freue mich darauf, Vater zu werden. Du machst das super. Papa ist stolz auf dich. Ich kann mein Leben ohne euch gar nicht mehr vorstellen. Wenn du mich damals nicht zu diesem Test überredet hättest. Ich wusste, dass wir eine Familie werden. Du meinst, ich sollte öfter auf dich hören? Vielleicht. Was ist da los? Marlene, es war nur ein Traum. Alexander sitzt im Gefängnis. Er kann dir nie wieder was antun. Das ist es nicht, Rebecca. Aber ist die ganze Zeit hier. Hier drin in meinem Kopf. Verstehst du? Dieses Baby, das hatte Alexanders Gesicht. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Vielleicht ist das Kind auch von Tristan. Ja, und selbst wenn. Ich würde doch die ganze Zeit, wenn ich es ansehe, immer nur daran denken, wie er mich. Ich will das jetzt endlich alles vergessen. Das Kind kann nichts dafür, Marlene. Egal, wie du dich entscheidest, hör auf, es zu hassen oder dir einzureden, dass es von Alexander ist, solange du es nicht weißt. Hast du auch nur annähernd eine Vorstellung, wie ich mich fühle? Ich muss dich doch nur ansehen. Warte das Ergebnis der Untersuchung ab. Und wenn das Kind von Tristan ist, dann ändern sich vielleicht auch deine Gefühle für das Baby. Und wenn nicht? Dann kannst du immer noch eine Entscheidung treffen. Das kannst du sowieso. Es ist immer deine Entscheidung. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Genug Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Pferdchen. Damit kannst du reiten. Damit kannst du, wenn du mal ein großes Mädchen bist, drauf reiten. Frag mich nicht warum, aber das machen alle Mädchen so. Sollen wir dem Pferdchen meinen Namen geben? Hm? Hm? Schwester Karin, bitte zum Empfang. Ich weiß, du wolltest eigentlich allein zu dem Termin, aber ich dachte, falls du es dir anders überlegst. Schön, dass du gekommen bist. Tristan hat mich auch gefragt, ob er mich begleiten soll, aber ich weiß auch nicht. Frau von Lahnstein? Das bin ich. Wir wären jetzt soweit. Kommst du mit rein? Sicher. Kommen Sie bitte mit. Wir führen heute eine Chorionzottenbiopsie zur Klärung der Vaterschaft durch. Ich entnehme dafür mit einer Kanüle eine Gewebeprobe aus Ihrer Plazenta. Wir besprühen jetzt mit einem Anästhetikum Ihre Bauchdecke. Also außer einem kleinen Druck werden Sie gar nichts von dem Eingriff spüren. Wann genau kann man dann mit einem Ergebnis rechnen? Liegt eine DNA-Probe des möglichen Vaters vor? Geben Sie uns einen Tag. Über die möglichen Risiken des Eingriffs wurden Sie aufgeklärt? Ja. Gut, dann fangen wir jetzt an. Was ist das? Die Herzzone des Embryos. Hören Sie auf. Hören Sie sofort auf. Frau von Lahnstein, ohne ein Ultraschallbild kann ich die Untersuchung nicht durchführen. Es ist mir egal. Ich will dieses Kind nicht. Egal, wer der Vater ist. Und du bist dir wirklich sicher, dass du diese Schwangerschaft nicht willst? Ja. Du hältst mich für herzlos. Nein. Ich war noch nie in einer solchen Situation wie du. Das weiß ich schon. Und du bist ja auch sicher, dass du nicht noch mal mit Tristan reden willst? Ich glaube nicht, dass er dich überreden würde. Vielleicht wäre er einfach gern dabei, um dich zu unterstützen oder
Vielleicht auch für sich selbst. Ich kann nicht länger warten. Und ich kann ihm nicht erklären, warum ich dieses Kind nicht will. Nicht jetzt, verstehst du? Frau von Lahnstein? Die Indikation liegt vor. Ich habe mit Ihrer Gynäkologin telefoniert und bei der Beratungsstelle waren Sie ja bereits. Es ist also Ihre Entscheidung, ob Sie den Abbruch wünschen. Wir haben aber noch ein paar Tage Zeit. Wenn Sie sich noch mal alles durch den Kopf gehen lassen möchten. Ich will nicht länger warten. Ich will mein Leben zurück. Gut, dann lasse ich jetzt alles für den Eingriff vorbereiten. Ich hole Ihnen dann jetzt noch das OP-Hemd. Hey. Es ist... Ja. Wie fühlst du dich? Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist.